Deutsch lernen mit Tagebuch. So denkst du in der Sprache. Wenn wir an Sprachenlernen denken, denken viele zuerst an Vokabellisten, Grammatikübungen oder Apps. Doch es gibt eine Technik, die oft unterschätzt wird und trotzdem zu den wirksamsten gehört: ein Tagebuch schreiben. Warum? Weil Schreiben dein Denken direkt mit der Sprache verbindet. Beim Lesen erkennst du Wörter wieder. Beim Hören gewöhnst du dein Ohr an den Klang. Aber beim Schreiben zwingst du dein Gehirn, selbst Wörter zu produzieren, Sätze zu bauen, Gedanken auszudrücken. Ein Tagebuch ist dafür perfekt. Es ist ein sicherer Ort, niemand muss es lesen. Du kannst Fehler machen, ausprobieren, spielen. Und genau darin liegt die Freiheit. Du übst ohne Druck und ohne Angst. Außerdem bringt das Tagebuch Routine. Wenn du jeden Tag ein paar Sätze auf Deutsch schreibst, trainierst du nicht nur deine Sprache, sondern auch deine Disziplin. Es wird zu einem Ritual, das dich Schritt für Schritt näher zur Sicherheit in der Sprache bringt. Und das Beste, du beginnst auf Deutsch zu denken. Denn sobald du deine Erlebnisse, Gefühle und Ideen aufschreibst, verlagerst du deinen inneren Dialog in die Zielsprache. Du denkst nicht mehr, wie sage ich das auf Deutsch, sondern ich schreibe es einfach. Genau deshalb ist ein Tagebuch so mächtig. Es verwandelt passives Wissen in aktives Können. Und es macht Deutsch zu einem Teil deines Alltags, nicht nur zu einer Übung im Lehrbuch. Sprache ist im Kern nichts anderes als Denken in Worten. Wenn du also beginnst, deine Gedanken auf Deutsch aufzuschreiben, trainierst du genau das, was dir später beim Sprechen hilft: den direkten Zugriff auf Wörter und Sätze. Viele Lernende bleiben lange in der passiven Phase. Sie verstehen beim Lesen, sie erkennen beim Hören, doch wenn sie selbst sprechen oder schreiben sollen, blockiert ihr Kopf. Das Tagebuch ist die Brücke, die dich von passivem Wissen zu aktivem Gebrauch führt. Denn beim Schreiben musst du Entscheidungen treffen. Welches Wort passt am besten? Welche Zeitform brauche ich? Wie drücke ich mein Gefühl auf Deutsch aus? Jede dieser kleinen Entscheidungen ist ein Mini-Training für dein Gehirn. Und je öfter du es machst, desto schneller und automatischer wird es. Beispiel: Du willst schreiben: Heute war cansado. Auf Deutsch überlegst du: Heute war ich müde. Am Anfang dauert es, aber mit der Zeit fließt. Dein Kopf lernt, den Satz ohne Umwege zu bauen. Das Tagebuch verwandelt also deine alltäglichen Gedanken in praktische Sprachübungen. Es zwingt dich, Wörter aktiv zu produzieren, statt sie nur wiederzuerkennen. Und der große Vorteil: es ist persönlich. Du schreibst nicht über abstrakte Beispiele, sondern über dein Leben. Genau das macht die Wörter bedeutungsvoller und dadurch bleiben sie besser im Gedächtnis. Mit jedem Eintrag wächst nicht nur dein Wortschatz, sondern auch deine Fähigkeit, dich auf Deutsch auszudrücken. Das Tagebuch ist kein Schulheft. Es ist ein Spiegel deines Denkens in einer neuen Sprache. Viele Lernende zögern, ein Tagebuch auf Deutsch zu führen. Der Grund: sie haben Angst, Fehler zu machen. Sie denken: Was, wenn ich den falschen Artikel schreibe? Oder was, wenn die Grammatik nicht stimmt? Doch hier liegt die Wahrheit: Fehler sind nicht das Ende des Lernens, sie sind das Herz des Lernens. Kein Kind lernt sprechen, ohne tausende Fehler zu machen. Und niemand erwartet, dass deine ersten Tagebucheinträge perfekt sind. Der wichtigste Schritt ist, die Angst vor Fehlern loszulassen. Dein Tagebuch ist dein Raum, dein Spielplatz. Niemand bewertet dich. Niemand korrigiert dich, außer du selbst, wenn du es später möchtest. Stell dir vor, du schreibst: Ich habe gestern Kino gegangen. Grammatikalisch falsch.
Aber du hast trotzdem gedacht, geschrieben und dich ausgedrückt. Und genau das trainiert dein Gehirn. Beim nächsten Mal wirst du merken, es heißt, ich bin ins Kino gegangen. Jeder Fehler ist ein Hinweis, wo dein Gehirn noch Übung braucht. Ohne Fehler gibt es kein Wachstum. Darum gilt, schreibe frei. Erlaube dir, unvollkommen zu sein. Dein Ziel ist nicht, perfekte Sätze zu produzieren, sondern dein Denken in Bewegung zu bringen. Du kannst später immer noch prüfen, korrigieren oder nachschlagen. Aber der erste Schritt ist, schreiben ohne Angst. Sieh dein Tagebuch nicht als Prüfung, sondern als Labor. Ein Ort, an dem Experimente erlaubt sind. Je mehr du ausprobierst, desto sicherer wirst du und desto weniger wirst du Angst haben, auch im Gespräch Fehler zu machen. Ein Tagebuch muss nicht immer klassisch sein. Liebes Tagebuch, heute habe ich. Du kannst verschiedene Formen wählen, je nachdem, was dir am meisten Spaß macht und was zu deinem Lernstil passt. Das persönliche Tagebuch. Hier schreibst du über deinen Alltag, deine Gefühle, deine Gedanken. Es ist die intimste Form, weil sie dich direkt zwingt, deine eigene Realität auf Deutsch auszudrücken. Beispiel: Heute war ich müde, weil ich spät ins Bett gegangen bin. Das thematische Tagebuch. Hier wählst du ein bestimmtes Thema pro Tag. Einen Tag schreibst du über Essen, am nächsten über Arbeit, dann über Hobbys. So baust du gezielt Wortschatz in bestimmten Bereichen auf. Das Lernjournal. Hier geht es um dein Deutschlernen selbst. Du schreibst, was du gelernt hast, welche Wörter neu sind, was dir schwerfällt. Beispiel: Heute habe ich das Wort herausfordernd gelernt. Es bedeutet challenging. So dokumentierst du nicht nur, sondern wiederholst und festigst. Das kreative Tagebuch. Es muss nicht nur Text sein. Du kannst kleine Dialoge erfinden, Geschichten schreiben, sogar kleine Gedichte. Alles, was dich zwingt, Deutsch aktiv zu benutzen, ist erlaubt. Das Wichtigste ist, dein Tagebuch soll dir dienen, nicht umgekehrt. Es ist kein Pflichtprogramm, sondern ein Werkzeug. Du entscheidest, welche Form dir am meisten Motivation gibt. Tipp: Probier verschiedene Varianten aus. Vielleicht startest du mit einem persönlichen Tagebuch und wechselst später zu einem thematischen Journal. Oder du mischst mehrere Arten. So bleibt dein Schreiben frisch, abwechslungsreich und du bleibst motiviert, jeden Tag dran zu bleiben. Viele Lernende scheitern nicht am Willen, sondern an der Frage: Was soll ich heute überhaupt schreiben? Die Lösung: Mach dir einfache Routinen und kleine Übungen, die dir den Einstieg leicht machen. Übung 1: 3 Sätze am Tag. Schreib einfach 3 Sätze über deinen Tag. Heute bin ich früh aufgestanden. Ich habe Kaffee getrunken. Am Abend gehe ich spazieren. Mehr brauchst du nicht und trotzdem trainierst du. Übung 2: Eine Frage beantworten. Stell dir selbst jeden Tag eine Frage. Was war das Beste an meinem Tag? Wofür bin ich dankbar? Was möchte ich morgen tun? Diese Fragen geben dir Struktur und Inspiration. Übung 3: Wort des Tages. Nimm ein neues Wort und baue es bewusst in einen Satz ein. Wenn dein Wort interessant ist, schreib: Der Film war interessant. So wächst dein Wortschatz Schritt für Schritt. Übung 4: Mini-Dialoge. Erfinde kurze Gespräche, so als würdest du mit jemandem reden. A: Wie geht's dir? B: Mir geht's gut, danke. Das bringt dich dem echten Sprechen näher. Übung 5: Listen schreiben. Mach es dir leicht, schreib Listen statt langer Texte. Heute habe ich gegessen Brot, Suppe, Apfel.
Listen sind einfach, aber sie zwingen dich, Wörter zu produzieren. Das Wichtigste: fang klein an. Dein Tagebuch muss keine Romane enthalten. Ein paar Zeilen reichen völlig. Wenn du die Hürde niedrig hältst, wirst du dranbleiben, und genau diese Beständigkeit bringt den größten Effekt. Also, lieber täglich 3 Sätze als einmal pro Woche eine Seite. Klein, aber regelmäßig, so wird dein Tagebuch zur stärksten Übung deines Deutschlernens. Außerdem, viele Lernende machen den Fehler, beim Tagebuchschreiben sofort kompliziert sein zu wollen. Sie versuchen, lange Sätze zu bilden oder schwierige Grammatik zu benutzen und blockieren sich dadurch selbst. Die Wahrheit ist, dein Tagebuch wird am effektivsten, wenn du mit dem arbeitest, was du schon kennst. Denn Wiederholung von vertrauten Strukturen macht sie automatisch abrufbar. Beispiele für einfache Strukturen: Heute war ein schöner Tag. Ich habe Nudeln gekocht. Morgen werde ich meine Freunde treffen. Wenn du solche Muster regelmäßig benutzt, prägen sie sich tief in dein Gedächtnis ein. Dein Gehirn muss nicht jedes Mal neu überlegen, es ruft die fertigen Bausteine automatisch ab. Nützliche Phrasen für den Alltag: am Morgen, am Abend. Ich denke das. Es war interessant, weil. Ich habe gelernt das, weil. Das klingt vielleicht simpel, aber genau diese Sätze brauchst du ständig im echten Leben. Und wenn du sie jeden Tag in deinem Tagebuch schreibst, wirst du sie auch im Gespräch ohne Nachdenken benutzen können. Ein weiterer Vorteil: Du kannst die Strukturen Schritt für Schritt erweitern. Aus „Heute war ein schöner Tag" wird bald „Heute war ein schöner Tag, weil ich Zeit mit meinen Freunden verbracht habe." Tipp: Erstelle dir eine kleine Liste mit Lieblingssätzen oder Phrasen. Halte sie griffbereit und nutze sie beim Schreiben. So vermeidest du Blockaden und baust Stück für Stück flüssige Sprache auf. Dein Tagebuch muss kein Meisterwerk sein, es ist ein Trainingsfeld. Und je öfter du bekannte Muster wiederholst, desto natürlicher wird dein Deutsch. Ein Tagebuch ist nicht nur zum Wiederholen da, es ist auch ein starkes Werkzeug, um neuen Wortschatz aktiv zu benutzen. Denn Wörter wirklich zu lernen bedeutet, sie selbst in Sätze einzubauen. Geführtes Schreiben bedeutet, dass du dir kleine Aufgaben oder Themen vorgibst, die dich zwingen, neue Wörter zu verwenden. So verhinderst du, dass du immer nur dieselben Strukturen wiederholst. Beispiel: Du lernst gerade Wörter zum Thema Essen. Dann stell dir im Tagebuch die Aufgabe: Schreib, was du heute gegessen hast, mit mindestens 5 neuen Wörtern. Aus „Ich habe Brot gegessen" wird schnell „Ich habe ein knuspriges Brot mit Käse und frischen Tomaten gegessen." Oder du übst das Thema Gefühle. Statt nur zu schreiben „Heute war gut", kannst du bewusst neue Wörter einbauen. Ich war erleichtert, weil die Arbeit einfacher war als gedacht. Gleichzeitig war ich neugierig auf das neue Projekt. So kannst du das üben. Wähle pro Woche ein Thema. Z.B. Familie, Arbeit, Reisen. Sammle 5 bis 10 passende Wörter. Nutze sie gezielt in deinen Tagebucheinträgen. Noch ein Vorteil: Durch geführtes Schreiben lernst du, Wörter im Kontext zu benutzen, statt sie isoliert zu pauken. Dein Gehirn speichert sie tiefer, weil sie Teil deiner persönlichen Geschichten werden. Tipp: Wenn dir mal nichts einfällt, nimm einfache Schreibaufgaben wie: Beschreibe dein Zimmer mit 5 neuen Wörtern. Schreib eine kleine Geschichte über deinen Tag mit mindestens 3 Verben in der Vergangenheit. So wächst dein Wortschatz organisch, nicht durch Listen, sondern durch aktiven Gebrauch.
PAUSE 1000. Ein Tagebuch ist nicht nur zum Schreiben da, es ist auch eine Schatzkiste, aus der du später lernen kannst. Denn jedes Mal, wenn du deine alten Einträge liest, wiederholst du Wörter, Strukturen und Redewendungen, die du selbst produziert hast. Warum ist das so effektiv? Weil die Sätze aus deinem Tagebuch persönlich sind. Sie handeln von deinem Leben, deinen Gefühlen, deinen Gedanken. Und genau deshalb verankern sie sich tiefer im Gedächtnis als fremde Beispiele aus Lehrbüchern. Wenn du nach ein paar Tagen oder Wochen zurückblätterst, erkennst du Muster. Welche Wörter benutzt du oft? Wo wiederholst du dieselbe Struktur? Welche Fehler schleichen sich immer wieder ein? Diese Beobachtung ist Gold wert, denn sie zeigt dir klar, wo du schon stark bist und wo du noch üben solltest. So kannst du die Wiederholung nutzen. Lies alte Einträge laut vor. So trainierst du zusätzlich deine Aussprache. Markiere neue Wörter, die du fast vergessen hättest. Versuche, denselben Eintrag heute noch einmal, aber besser zu schreiben. Ein Beispiel. Vor 2 Wochen hast du geschrieben, ich habe Kino gegangen. Heute liest du es und denkst, richtig wäre, ich bin ins Kino gegangen. Du hast nicht nur den Fehler erkannt, du hast aktiv daraus gelernt. Dein Tagebuch wird so zu deinem persönlichen Lehrer. Nicht streng, nicht wertend, sondern unterstützend. Merke dir, Schreiben ist der erste Schritt. Aber durch Wiederholung und Reflexion entsteht der wahre Lerneffekt. Jeder Eintrag wird zu einer Lektion und jede Lektion macht dich sicherer im Deutsch. Viele Lernende kennen das Problem. Sie verstehen Wörter, können Sätze bilden, aber wenn sie sprechen sollen, blockieren sie. Der Kopf ist voller Zweifel. Was, wenn ich Fehler mache? Oder mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ein Tagebuch kann genau hier helfen. Denn Schreiben ist wie ein Probelauf fürs Sprechen. Wenn du deine Gedanken regelmäßig zu Papier bringst, übst du, sie in der Zielsprache zu strukturieren. Und je öfter du das machst, desto leichter wird es, dieselben Strukturen auch mündlich zu benutzen. Vom Schreiben ins Sprechen. Du schreibst heute war ich im Supermarkt. Ich habe Brot gekauft. Morgen im Gespräch mit einem Tandempartner kommt dieselbe Situation. Und du merkst, das habe ich doch gestern schon geschrieben. Dein Kopf hat die Sätze bereits vorbereitet und du kannst sie fast automatisch abrufen. Fehler verlieren ihre Macht. Wenn du im Tagebuch Fehler machst, lernst du daraus ohne Druck. Das gibt dir Selbstvertrauen, dass Fehler nichts Schlimmes sind. Und dieses Vertrauen nimmst du mit ins Sprechen. Routine baut Sicherheit auf. Jeder Tagebucheintrag ist ein kleiner Beweis. Ich kann mich ausdrücken. Mit der Zeit wächst das Gefühl, ich habe schon so viel geschrieben, natürlich kann ich auch sprechen. Das Tagebuch verwandelt sich so in eine Brücke, von der schriftlichen zur mündlichen Sprache. Und es gibt dir die Sicherheit, dass du Wörter und Strukturen schon getestet hast. Merke, Selbstvertrauen im Sprechen entsteht nicht nur durch Reden, sondern auch durch Schreiben. Wenn du deine Gedanken regelmäßig auf Deutsch formulierst, bereitest du dich unbewusst darauf vor, sie laut zu sagen. Am Ende zeigt sich, ein Tagebuch ist viel mehr als nur ein Notizbuch. Es ist ein Werkzeug, das dir hilft, deine Gedanken in der Zielsprache zu formen, deine Fehler zu akzeptieren und deine Fortschritte sichtbar zu machen. Warum es wirkt? Du übst, Wörter aktiv zu produzieren. Du wiederholst Strukturen, bis sie automatisch kommen. Du erkennst deine eigenen Schwächen und lernst daraus. Du baust Schritt für Schritt mehr Selbstvertrauen auf. Das Tagebuch ist kein Ort für Perfektion, sondern für Entwicklung. Es begleitet dich ohne Druck, aber mit Beständigkeit.
Und genau diese Beständigkeit verwandelt kleine Übungen in große Erfolge. So kannst du starten. Nimm dir 5 Minuten pro Tag. Schreib 3 bis 5 Sätze über deinen Tag. Nutze einfache Strukturen und Wörter, die du kennst. Sieh Fehler nicht als Problem, sondern als Lehrer. Mit der Zeit wirst du feststellen, deine Sätze werden länger, dein Wortschatz wächst, deine Gedanken fließen natürlicher auf Deutsch. Und das Beste, dieses tägliche Ritual beeinflusst auch dein Sprechen. Denn was du regelmäßig schreibst, wirst du auch leichter sagen können. Fazit: Ein Tagebuch ist eine kleine Übung mit großer Wirkung. Es kostet nur wenige Minuten, aber die Wirkung summiert sich. Mach das Schreiben zu einem festen Teil deines Lernplans. Und Deutsch wird nicht mehr nur eine Sprache sein, die du lernst, sondern eine Sprache, in der du denkst und fühlst.